Spannendes Thema mitgebracht, und zwar Gira One. Und da gibt es auch einiges zu berichten. Das neue Smart Home System haben wir ja schon einige Zeit jetzt im Markt. Es ist fast ein Jahr alt. Und wir wollen nochmal den Blick zurückrichten. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht, ein neues Smart Home System auf den Markt zu bringen? Aber auch zu gucken, was sind eigentlich die Neuerungen und auch einmal, wie schlägt es sich eigentlich in der Praxis? Daher freut es mich sehr, dass meine Gäste heute dabei sind. Das ist einmal von Elektrotechnik Schildgen, der Richard Schildgen, und Hallo. meine Kollegen aus dem Produktmanagement, der Jan Klee und der Jens Regulski. Eine Kleinigkeit vorweg: Wenn es Fragen gibt aus dem Publikum, gerne am Ende die Fragen stellen oder auch von zu Hause aus einfach in die Kommentare tippen, dann gehen wir am Ende darauf ein. Aber ich würde sagen, wir starten gleich rein. Sag mal, Jan, was hat uns eigentlich dazu gebracht, ein neues Smart Home System auf den Markt zu bringen? Stefan, sehr gute Frage. Die hat mir Jens tatsächlich auch beim Projektstart oder vor dem Projektstart ehrlicherweise gestellt. Wofür brauchen wir das überhaupt? Wir haben ja heute Smart Home Lösungen. Wir hatten zu der Zeit, als wir das Projekt gestartet haben, ein X1. Wir hatten ein Inbetriebnahmetool, wir hatten eine App, Sensorik, Aktorik. Also eigentlich ein gutes Angebot im Portfolio. Aber wir hatten das große Ziel, Smart Home schneller umsetzen zu können, viel schneller, in wenigen Stunden Sensorik, Aktorik miteinander zu verbinden, um die Funktion zu realisieren und dann beispielsweise auch eine Visualisierung im Hintergrund automatisch und schnell zu erstellen mit Fernzugriff. Also kompaktes Gerät, aber sehr schnell umgesetzt. Und was waren die größten Herausforderungen dabei? Ja, die größten Herausforderungen waren, nicht nur schnell zu sein am Ende des Tages, sondern auch eine sehr, sehr einfache Inbetriebnahme unseren Kunden anzubieten. Und was ganz einfach sein soll am Ende des Tages, ist natürlich erstmal sehr, sehr kompliziert für die Entwicklung. Ja, wir müssen halt uns in den Elektriker hineinversetzen, überlegen, wo könnte er denn Schwierigkeiten haben. Somit haben wir viele Tests gemacht mit dem aktuellen Entwicklungsstätten, sogenannte UX-Tests, haben mit Elektrikern praktisch unsere Software getestet und die Erkenntnisse in die Software wieder eingebracht, in die Softwareentwicklung. Am Ende des Tages ist da ein Schritt-für-Schritt-Assistent rausgekommen. Wir können jetzt in 6 Schritten halt Gira One in Betrieb nehmen. Also wir nehmen wirklich den Elektriker an die Hand, führen ihn durch diese 6 Schritte, zeigen pro Schritt immer ein kleines Video. Das Video ist so 10, 15 Sekunden lang. Und dann ist es wirklich wie Malen nach Zahlen. Ne? Man guckt sich das Video an und baut es einfach nach. Ne? Und somit hat man nach 6 Schritten, die man selber erlernt hat, ein vollwertiges Gira One-System in Betrieb genommen. Ne? Und am Ende des Tages ist es ja, beruht ja Gira One auf KNX Secure. Und somit habe ich die einfachste Art und Weise, ein vollwertiges KNX Secure System inklusive Visualisierungsserver, der auch secure ist, plus Fernzugriff, der auch sicher ist, in Betrieb zu nehmen. Ganz einfach. Sehr gut. Das hört sich in der Theorie richtig gut an. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Was war denn für dich, Richard, ausschlaggebend, dass du auch schon Projekte mit Gira One umgesetzt hast? Also einfach mal sehr spannend mit dem neuen System umzugehen. Ich durfte ja dann auch als Feldtester für euch tätig sein. Habe dann 2 Anlagen realisiert, eine große Wohnung mit KNX und ein Haus umgestellt auf Gira One. Jetzt mache ich schon seit 20 Jahren KNX-Installation, aber die Programmierung machen mittlerweile meine Mitarbeiter. Das heißt, ich bin gar nicht mehr so fit im Programmieren, ETS, Gruppenadressen, physikalische Adressen, keine Ahnung. Dieses One-System habe ich mit dem GPA einfach so selber in Betrieb genommen. Du kriegst die Funktionen vorgegeben, die die Bauteile können, du ordnest sie zu, drückst einen Knopf, im Hintergrund wird die Visualisierung aufgebaut, also für die schnelle Inbetriebnahme genial. Ja, wunderbar. Welche Projekttypen hast du denn mittlerweile schon umgesetzt? Also wie gesagt, die große Wohnung, dann ein Haus, ein Mehrfamilienhaus und ganz aktuell für meine Firma ein Puppenhaus. Ich habe also ein Puppenhaus installiert, alles mit LED-Leuchten, Wandleuchten, Deckenleuchten, E-Mobilität. Das Ganze mit dem One-Server ausgestattet, ins Schaufenster dekoriert, ein eigenes WLAN dafür eröffnet und jetzt können Leute auf der Straße sich mit meinem Puppenhaus verbinden und vom Bürgersteig aus dann das Puppenhaus schalten. Wird auch hervorragend angenommen. Ja, richtig spannend. Klasse. Und für die anderen Projekte, die du jetzt hattest, was wurde da so eingesetzt? Was wurde da verbaut? Ja, die Bauteile, die verfügbar sind, sind erstmal okay, aber ich vermisse natürlich noch das eine oder andere. Also wir haben natürlich Schaltaktoren, wir haben DIMM-Aktoren, kein X-Taster, einfach, zweifach, G1 passt mit rein, also alles wunderbar. Aber ein Bewegungsmelder finde ich cool.
DALI Gateway, wenn du vernünftig Licht regeln willst, wäre auch klasse. Wetterstationen, Sonne kommt rum, meine Rollladen fahren runter. Das muss ich im Moment mit Tasterschnittstellen regeln, mit extra Sensoren so rückwärts implementieren. Also da wäre schön, wenn da Systemgeräte kommen würden. Ja, die Themen haben wir natürlich auch auf der Roadmap. Das ein oder andere Produkt wird dann auch noch jetzt in den nächsten Monaten dann sicherlich auch präsentiert. Auf der Leiter im Building haben wir jetzt hier heute auf dem ersten Tag die neuen Tastsensoren von uns vorgestellt. Also eigentlich die komplette Tastsensorfamilie. Aber auch Bewegungsmelder ist natürlich ein Thema. Wir arbeiten schon daran, ist aber jetzt noch nicht so weit, dass man es auf der Messe zeigen kann. Wetterstation sicherlich auch. Die zeigen wir hier schon fürs KNX-System. Die wird dann auch Einzug gehalten bei Gira One. Kann man sich das Gerät zumindest schon mal angucken. Und DALI ist natürlich ein Thema. Im privaten Wohnbau immer wichtiger. Und das wird natürlich auch Einzug gehalten bei Gira One. Ja, perfekt. Und wenn man das jetzt alles einmal gehört hat, ist das ein wunderbares System, es ist einfach, es ist schnell. Was wäre dein Fazit, Richard? Ich habe die Aktorik und Sensorik und Gira One Server meinem Azubi erstes Lehrjahr gegeben. Der Bursche hat letztes Jahr im August angefangen. Der hat aus dem Ärmel heraus das System in Betrieb genommen mit QR-Code, Secure-Code scannen, Geräte einfügen, Kontakte zuordnen, alles. Klar, vorher ein Raumbuch geschrieben, aber der Azubi hat alles eingerichtet. Stecker rein und läuft. Also quasi Plug and Play, oder? wie Plug and Play. Ja, vor allen Dingen, jeder Monteur kann das dann selber einrichten. Da muss sich extra der Programmierer raus, weil wir in einem einfacheren System, in einem einfacheren Umfang sind. Und wenn der Kunde später dann Wünsche entwickelt und sagt, ich brauche aber Logikfunktionen, ich hätte gerne hier und da, ja, nun, dann werden die Bauteile alle resettet, dann packst du die Geschichte mit der ETS an und dann machst du halt richtiges KNX drauf. Und ohne einen Cent mehr, ohne Geräte zu tauschen, ohne die Verdrahtung anzufassen. Also die Grundidee ist da schon total cool. Ja, perfekt. Vielen Dank für den guten Überblick über das System. Es ist einfach, es ist schnell, ich glaube, das ist das Fazit. Und es kann jedermann in Betrieb nehmen. Ja. Wunderbar. Ich frage mal in die Runde, gibt es Fragen aus dem Publikum heraus? Herr Felken, Sie wissen alles, ne? Nein, lieber nicht. Mir wurden zumindest gerade ein paar Fragen reingereicht, die von zu Hause aus gekommen sind, beziehungsweise die sich auch schon auf der Messe ergeben haben. Einmal in die Runde. Kann denn der Kunde auch selbst Einstellungen vornehmen? Soll ich die Frage beantworten? Ja. Kann der. Also das Gute ist halt, Richard hat das ja gerade schön dargestellt, der Elektriker kommt, macht die logische Verknüpfung, welcher Taster welchen Aktorkanal steuert, also Grundinstallation, Grundinbetriebnahme. Der Kunde will aber natürlich Änderungen vornehmen, weil Anforderungen verändern sich. Kennt man ja vom Smartphone, man nimmt da auch viel Änderung vor. Und da hat er natürlich ganz viele Möglichkeiten. Von 10 Zeitschaltuhren, wenn er neue Produkte kauft, wie Sonos beispielsweise, um Musik zu steuern, kann er das bei Gira One auch einbinden. Oder ein Philips Hue-System, wenn man mal eine Steh- oder eine Tischleuchte nochmal ergänzend zu der Grundinstallation dann mit in die Anlage bringen kann. Dann kann der Endkunde das vollkommen alleine machen. Ist auch gut für Richard dann, weil muss dann auch nicht bei jeder Kleinigkeit sozusagen rausfahren. Das kann der Endkunde dann quasi komplett selbstständig vornehmen. Ja, perfekt. Das Schöne ist auch, dass der Endkunde da nichts kaputt machen kann. Wir haben jetzt die Funktion, die ja schön verändern kann, in die App gelegt. Ja. Und er kann nicht da über die App halt die Grundinstallation, die der Richard dann installiert hat und verknüpft hat, so verändern, dass es nicht mehr funktioniert. Also da ist ein gewisser Schutz dabei, sodass der Richard auch nicht im Servicefall nochmal rausfahren muss. Ich glaube, die Frage war schon ähnlich auch die zweite beantwortet, aber ist Gira One dann ein geschlossenes System? Würde ich jetzt so nicht sagen, weil wir basieren ja auf dem KNX-Standard, hat Jens vorhin gesagt. Es ist ein komplettes KNX-System, was wir da umgesetzt haben, basiert auf KNX Secure. Zusätzlich haben wir halt Möglichkeiten, auch andere Dinge mit reinzubringen, wie Sonos, wie Hue. Und wenn sich Anforderungen mal ändern, dann kann man halt wirklich in den offenen KNX-Standard gehen. Also bieten da ein offenes System an mit einfachem Einstieg. Das ist, was wir quasi im Gira One-Paket sozusagen anbieten. Und es deckt die Kundenanforderungen ab, die meisten, Genau. die da sind. Von daher passt es. Eine letzte Frage an das Inbetriebnahmetool. Muss die Schritt-für-Schritt-Anleitung eigentlich immer genutzt werden?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ja, sie dient dazu, erstmal das System kennenzulernen. Wenn ich nachher aber fit bin in dem System, dann kann ich Schritt für Schritt diesen Assistenten ausschalten und habe somit die Möglichkeit, sehr, sehr schnell auch die Projekte umzusetzen, ne? Weil ich dann alles im freien Zugriff habe und somit halt frei agieren kann in dieser Software. Also je nachdem, in welchem Status ich jetzt bin, wenn ich jetzt 3, 4 Monate kein Projekt mehr gemacht habe, starte ich halt den GPA im Assistentenmodus und werde dann da durchgeführt. Und wenn ich da jeden zweiten Tag mitarbeite, kann ich diesen Assistenten einfach ausschalten und bin dann sehr, sehr schnell halt in der Inbetriebnahme. Ja, vielen Dank, Jens. Dankeschön. Vielen Dank an euch da draußen und hier im Forum. Vielen Dank für eure Zeit und die guten Antworten, die ihr uns gegeben habt. Dankeschön. Danke dir, Stefan. Danke. Vielen Dank.